Grundelemente der Esoterik von Rudolf Steiner. Dritter Vortrag, Berlin, 28. September 1905. Es gibt in der Entwicklung drei Dinge, die man unterscheiden muss: Form, Leben und Bewusstsein. Heute wollen wir über die Bewusstseinsformen sprechen. Wir können Pflanzen und niedere Tiere so ansehen, als ob höhere Wesen durch sie ihre Sinne in die Welt hinausstreckten, um die Welt durch sie anzuschauen. Gehen wir zunächst aus von den Sinnesorganen der Pflanzen. Wenn man von Sinnesorganen der Pflanzen spricht, so muss man sich darüber klar sein, dass man es nicht nur mit den Sinnesorganen der einzelnen Pflanzen zu tun hat, sondern mit Wesenheiten in höheren Welten. Die Pflanzen sind gleichsam nur die Fühlhörner, die die höheren Wesen ausstrecken. Das höhere Wesen informierte sich durch die Pflanzen. Alle Pflanzen haben, namentlich an den Wurzelspitzen, doch auch an anderen Stellen Zellen, in denen sich Stärkekörner befinden. Auch bei sonst nicht stärkehaltigen Pflanzen sind diese Stärkekörner an der Wurzelspitze. Die Liliengewächse zum Beispiel, die sonst keine Stärke haben, besitzen in den Zellen an der Wurzelspitze diese Stärkekörner. Diese Stärkekörner sind lose, beweglich, und es kommt darauf an, ob die Körner an der einen oder der anderen Stelle liegen. Sobald sich die Pflanze ein bisschen wendet, fällt das eine Stärkekorn nach der anderen Seite. Das kann die Pflanze nicht vertragen. Sie wendet sich dann wieder so, dass die Stärkekörner an die richtige Stelle zu liegen kommen. Und zwar liegen diese Stärkekörner symmetrisch zur Schwerkraftlinie der Erde. Die Pflanze wächst aufrecht, weil sie die Richtung der Schwerkraft spürt. Die Stärkekörner spüren die Schwerkraft. Bei der Beobachtung der Stärkekörner an den Wurzelspitzen lernen wir eine Art von Sinnesorgan kennen. Es ist für die Pflanze der Sinn für die Schwerkraft. Dieser Sinn gehört nicht nur zur Pflanze, sondern zur Seele der ganzen Erde, die nach diesem Sinn die ganze Pflanze wachsen lässt. Das hat zunächst eine elementare Bedeutung. Die Pflanze richtet sich nach der Schwerkraft. Nimmt man nun ein Rad, zum Beispiel ein Wasserrad, in das man Pflanzen hineinsetzen kann, und dreht das Rad mitsamt den Pflanzen, so kommt zur Schwerkraft eine andere Kraft hinzu, die Kraft der Umdrehung. Die ist dann in jedem Punkt der Pflanzen, und es wachsen die Wurzeln der Pflanze und die Stängel in der Richtung der Tangente des Rades, in der Richtung der Tangentialkraft und nicht der Schwerkraft. Danach richten sich dann auch die Stärkekörner in ihrer Lage. Betrachten wir nun das menschliche Ohr. Da haben wir zunächst den äußeren Gehörgang, dann das Trommelfell und im inneren Ohr die Gehörknöchelchen, Hammer, Amboss und Steigbügel, ganz winzig kleine Knöchelchen. Das Hören beruht darauf, dass durch diese kleinen Knöchelchen die anderen Organe in Schwingung geraten. Innen finden wir weiter drei halbkreisförmige, häutige Kanäle in den Richtungen der drei Dimensionen angeordnet. Diese sind mit einer Flüssigkeit angefüllt. Dann finden wir weiter im Ohr das Labyrinth, ein schneckenförmiges Gebilde,
angefüllt mit ganz feinen Härchen. Jedes ist wie die Saite in einem Klavier auf einem bestimmten Ton gestimmt. Das Labyrinth steht in Verbindung mit dem Hörnerv, der nach dem Gehirn geht. Uns interessieren hauptsächlich die 3 halbkreisförmigen Kanäle. Sie stehen zueinander in den 3 Richtungen des Raumes. Sie sind angefüllt mit ähnlichen Dingen wie die Stärkekörner der Pflanze, mit Hörsteinchen. Wenn diese zerstört sind, kann der Mensch sich nicht aufrecht erhalten oder aufrecht gehen. Bei einer Ohnmacht kann durch Andrang des Blutes nach dem Kopfe der Organismus in den 3 Kanälen gestört werden. Auf den 3 halbkreisförmigen Kanälen beruht der Orientierungssinn des Menschen. Das ist derselbe Sinn, der sich bei der Pflanze als Gleichgewichtssinn an der Wurzelspitze befindet. Was dort an der Wurzelspitze sich befindet, ist beim Menschen oben am Kopfe ausgebildet. Wenn man die ganze Evolution überschaut, Pflanze, Tier, Mensch, so findet man bestimmte Beziehungen zwischen ihnen. Die Pflanze ist der umgekehrte Mensch, das Tier steht mittendrin. Die Pflanze hat ihre Wurzeln in den Boden gesenkt und richtet die Organe der Sexualität zur Sonne empor. Kehrt man die Pflanze halb um, so hat man das Tier. Kehrt man sie ganz um, so hat man den Menschen. Das ist die ursprüngliche Bedeutung des Kreuzzeichens. Pflanzenreich, Tierreich, Menschenreich. Die Pflanze senkt ihre Wurzeln in den Boden. Das Tier ist die halb umgekehrte Pflanze. Der Mensch ist die ganz umgekehrte Pflanze. Darum sagt Plato, die Weltenseele ist an das Kreuz des Weltenleibes gespannt. Bei der Pflanze liegt das Richtungsorgan in der Wurzelspitze, beim Menschen im Kopf. Was bei dem Menschen der Kopf ist, ist bei der Pflanze die Wurzel. Warum nun beim Menschen der Richtungssinn zusammenhängt mit dem Gehörsinn, hängt damit zusammen, dass der Gehörsinn derjenige Sinn ist, der den Menschen in ein höheres Reich erhebt. Die letzte Fähigkeit, die der Mensch errungen hat, ist die Fähigkeit des Sprechens. Das Sprechen hängt wiederum zusammen mit dem aufrechten Gang, der ohne den Richtungs- oder Gleichgewichtssinn nicht möglich wäre. Der Ton, den der Mensch durch das Sprechen hervorbringt, ist die aktive Ergänzung zu dem passiven Hören. Was bei der Pflanze bloßer Orientierungssinn ist, ist bei dem Menschen Gehörsinn geworden, der den alten Orientierungssinn in sich trägt, in den 3 halbkreisförmigen Kanälen, die sich nach den 3 Raumesdimensionen richten. Jedes Wesen hat ein Bewusstsein, auch die Pflanze hat ein solches. Aber dieses Bewusstsein liegt auf dem Devachan-Plan, auf dem Mentalplan. Wenn man das Bewusstsein der Pflanze aufzeichnen wollte, müsste man es in folgender Weise zeichnen. Die Pflanze kann uns auch Rede und Antwort stehen, nur muss man lernen, sie auf dem Mentalplan zu beobachten. Da sagt die Pflanze uns ihren eigenen Namen. Bei dem Menschen reicht das Bewusstsein bis auf den physischen Plan herunter. Das Bewusstsein des Menschen hier hängt mit demselben Organ zusammen, mit dem die Pflanze in der Erde befestigt ist. Den Menschen lernen wir erst wahrhaft kennen, wenn wir sehen, wie er die Sprache hervorbringt und in ihr das Wort Ich ausspricht.
Dieses Ich wurzelt auf dem Mentalplan. Ohne die Fähigkeit, das Wörtchen Ich zu sprechen, würden wir die Gestalt des Menschen auch für ein Tier halten können. Die Pflanze wurzelt im Mentalplan, und der Mensch wird gerade durch das Gehörorgan ein Bewohner des Mentalplanes. Daher verbinden wir das Es denkt mit der Sprache. Das Ohr ist eine höhere Ausbildung des Richtungssinnes. Weil der Mensch sich im Verhältnis zur Pflanze umgewendet und dann wiederum dem Geist zugewendet hat, hat er im Gehörorgan das alte Überbleibsel des Richtungssinnes. Er gibt sich selbst die Richtung. Es sind also zwei entgegengesetzte Bewusstseinsarten. Das Bewusstsein der Pflanze auf dem Mentalplan und das Bewusstsein des Menschen hier, der sein Wesen von der Mentalwelt in die physische Welt hinunterträgt. Dieses irdische Bewusstsein des Menschen nennt man das Karma-Manasische. Unsere Sinnesorgane haben nun auch alle für sich ein Bewusstsein. Diese verschiedenen Bewusstseine, das Bewusstsein des Sichtbaren, Hörbaren, Riechbaren und so weiter, werden in der Seele zusammengefasst. Manasisch wird das Bewusstsein erst dadurch, dass die einzelnen Bewusstseine zusammengefasst werden in dem Seelenzentrum. Ohne dieses Zusammenfassen würde der Mensch zerfallen in seine Organbewusstseine. Diese sind ursprünglich ausgebildet worden durch das Sonnengeflecht, durch das sympathische Nervensystem. Als der Mensch selbst noch eine Art Pflanze war, da hatte er auch noch nicht das Bewusstsein auf dem physischen Plan. Da bildete das höhere Bewusstsein erst die Organe aus. Im tiefen Trance-Zustand schweigt das zentrale Bewusstsein. Dann sind die einzelnen Organe bewusst und der Mensch fängt an mit der Magengrube, mit dem Sonnengeflecht zu sehen. Solch ein Bewusstsein hatte die Seherin von Prevorst. Sie beschreibt richtige Lichtgestalten, die aber nur von dem Organbewusstsein beobachtet werden. Das unterste Bewusstsein ist dasjenige des Minerals. Ein etwas zentrierteres Bewusstsein, etwas mehr dem Bewusstsein des jetzigen Menschen ähnlich, ist das astrale Bewusstsein. Dass sich das Bewusstwerden im ganzen Astralkörper gebildet hat, hatte seinen Ausdruck im Rückenmark. Da nimmt der Mensch die Welt analog den Traumbildern wahr. Solch ein Bewusstsein haben nur Menschen, deren physisches Gehirn nicht zur Tätigkeit kommt. Idioten zum Beispiel sehen die Welt in Bildern. Ihr Seelenleben ist analog dem Traumleben. Sie können nur sagen, dass sie nichts wissen von dem, was um sie hervorgeht. Auch andere Wesen in der Welt haben ein ähnliches Bewusstsein. Wenn der Mensch das astrale Bewusstsein entwickelt, so dass er die Träume bewusst erlebt, dann kann er Folgendes vornehmen. Wir nehmen an, wir sind imstande, dieses Bewusstsein auszubilden und stellen uns dann der Blume, Venus-Fliegenfalle gegenüber. Wenn wir sie lange genug anschauen und sie ganz allein auf uns wirken lassen, dann bekommt man in einem bestimmten Moment das Gefühl, dass der Mittelpunkt des Bewusstseins sich vom Kopf herabsenkt und in die Pflanze hineinkriecht. Man ist dann bewusst in der Pflanze und sieht durch die Pflanze die Welt. Man muss sein Bewusstsein in die Pflanze hinein verlegen. Dann wird man sich klar darüber, wie es in diesem Wesen seelisch aussieht.
Man erlebt dann die Seele. Bei einer sensitiven Pflanze ist das Bewusstsein ganz ähnlich dem Bewusstsein eines Idioten. Nicht ein bloß mentales Bewusstsein. Sie hat das Bewusstsein bis zum astralen Plan heruntergebracht. Es gibt demnach zweierlei Arten von Pflanzen. Solche, die nur auf dem mentalen Plan bewusst sind, und solche, die es auch auf dem astralen Plan sind. Gewisse Tierarten haben auch ein Bewusstsein auf dem astralen Plan, der auch der Plan des Gewisse Tierarten haben auch ein Bewusstsein auf dem astralen Plan, der auch der Plan des Idiotenbewusstseins ist. Helena Petrovna Blavatsky weist besonders auf indische Nachtinsekten, Nachtfalter hin. Zum Beispiel haben auch die Spinnen ein astrales Bewusstsein. Die feinen Spinnennetze werden eigentlich vom Astralplan hereingesponnen. Die Spinnen sind bloß die Werkzeuge für die astrale Tätigkeit. Die Fäden werden vom Astralplan hereingesponnen. Auch die Ameisen haben, ähnlich wie die Spinnen, ein Bewusstsein auf dem Astralplan. Dort hat der Ameisenhaufen seine Seele. Daher sind die Handlungen der Ameisen so geordnet. Ein Bewusstsein haben auch die Mineralien. Das liegt auf dem höheren Mentalplan, auf höheren Partien als dasjenige der Pflanzen. Blavatsky nennt es karma-pranisches Bewusstsein. Der Mensch kann später auch dieses Bewusstsein erlangen mit Aufrechterhaltung seines jetzigen Bewusstseinszustandes. Er braucht dann nicht mehr in einen physischen Körper hineinzukommen, nicht mehr inkarniert zu werden. Die Steine sind unten auf dem physischen Plan und ihr Bewusstsein ist in den oberen Partien des Mentalplanes. Von oben ordnet es die Kristalle an. Wenn der Mensch sein Bewusstsein einmal da hinauftragen kann, dann bildet er sich aus den Mineralien der Welt selbst seinen physischen Leib. Die 3 Teile des Gehirns müssen später ganz getrennt werden, in Klammern denken, fühlen, wollen. Da muss das Bewusstsein des Menschen über sein Gehirn herrschen, wie beim Ameisenhaufen das höhere Bewusstsein herrscht. Wie man da Arbeiter, Männchen und Weibchen unterscheiden kann, so findet später auch im Gehirn eine genaue Unterscheidung in 3 Teile statt. Dann ist der Mensch planetarischer Geist, ein Schöpfer, der die Dinge selbst schafft. Wie der Erdengeist die Erdkruste baut, so wird dann der Mensch auch einen Planeten bauen. Dazu muss er ein karma-pranisches Bewusstsein haben. Heute hat er nur ein karma-manasisches Bewusstsein. Das besteht darin, dass das Organbewusstsein mit dem Verstand, in Klammern Manas, durchsetzt wird. Das Bewusstsein wird, wie Blavatsky sagt, rationalisiert. Der Prozess der Rationalisierung vollzieht sich vom Tier bis zum Menschen. Das bloße Organbewusstsein kann die Ziele erkennen, kennt aber nicht die Mittel zur Erreichung der Ziele. Das rationalisierte Bewusstsein kann die Mittel dirigieren. Blavatsky sagt ganz richtig, zum Beispiel hat ein in einem Zimmer eingeschlossener Hund den Instinkt, herauszukommen, aber er kann nicht, weil sein Instinkt nicht genügend vernünftig geworden ist, um die notwendigen Mittel zu ergreifen, während der Mensch sofort die Situation erfasst und sich frei macht. Wir unterscheiden also mit Blavatsky
Erstens das Organ Bewusstsein, das unsere Organe haben. Zweitens das astrale Bewusstsein der Tiere und gewisser Pflanzen und auch der Idioten. Drittens das karma-pranische Bewusstsein der Steine, das sich auch der Mensch später erwirbt. Viertens das karma-manasische Bewusstsein, das verstandesmäßige. Auf diese Weise muss man das Kreuz des Weltendaseins auseinandergliedern. Der eigentliche Sinn des Kreuzes liegt unendlich tief. Auch die alten Sagen sind aus solchen Tiefen heraufgeholte Bilder. Der Menschenseele wurde ein großer Dienst erwiesen durch die Sagen, solange der Mensch früher die Wahrheiten der Sagen gefühlsmäßig verstehen konnte. Zum Beispiel ist da die alte Sphinx-Sage. Die Sphinx gab das Rätsel auf, Doppelpunkt. Am Morgen geht es auf 4, am Mittag auf 2 und am Abend auf 3. Was ist das? Es ist der Mensch. Zuerst am Morgen der Erde ging der Mensch auf 4 in seinem tierischen Zustand. Die vorderen Gliedmaßen waren damals auch noch Bewegungsorgane. Dann hat er sich aufgerichtet. Die Gliedmaßen traten in zweierlei Arten auseinander und die Organe teilten sich in die physisch-sinnlichen und die geistigen Organe. Er ging dann auf 2. In ferner Zukunft werden die unteren Organe abfallen und die rechte Hand. Nur die linke Hand und die zweiblättrige Lotusblume bleiben. Dann geht er auf 3. Darum hinkt auch der Vulkan. Seine Beine sind in der Rückbildung begriffen. Sie hören auf, etwas zu sein. Am Ende der Evolution, in der Vulkanmetamorphose der Erde, wird der Mensch das dreigliedrige Wesen sein, das die Sage als Ideal andeutet.